The Freedom Monument in Graz symbolizes the liberation of Austria. On the 25th of October 1955, the last soldiers of the Allied forces who defeated Nazism in Austria in 1945 left the country. The monument depicts an eagle escaping its cage. It was erected by the Styrian authorities according to a decision of the provincial government. It was already made on September 14, 1955, to remember the withdrawal of the last occupational troops. The escaping eagle symbolizes the full restoration of freedom and independence of the Republic of Austria. The work of the sculptor Scala was set up in the city park in Graz in 1960. Yeah, it represents the freedom when it comes out of the cage. Also das Tier soll, glaube ich, ein Adler oder ein Raubvogel zumindest sein. Ich weiß nicht, was es ist, aber gesehen habe ich es schon, ja. Vielleicht hat es mit Freiheit zu tun oder mit einer gewissen Übersicht, weil sie auch erhöht steht über etwas, ein Land oder über, ja. From my point of view, there is a definite artistic purpose, yeah, like the bird trying to fly away from the cage, yeah. And on the other hand, there's the cage on which the bird sits. So there is kind of an interaction between it, you know. Ich denke, es ist ein Freiheitsvogel. So es zeigt die Freiheit hier in Graz. So. Irgend sowas mit Freiheit, weil da ein Vogel oben ist. Na, dann würde ich sagen, da eben die Befreiung vom Nationalsozialismus, dass die gemeint ist. Ich weiß nicht, für mich ist es einfach raus aus dem Krieg oder so. Also für mich ist es eigentlich ein Friedensdenkmal. Ja, dann vermutlich zum Zweiten Weltkrieg, eine Gedenkstatue oder so. There's a definite connection to the World War and to the Nazis, of course. Sicher mit dem Abzug der alliierten Truppen, weil nach Kriegsende hat keiner den Geist gehabt, sich mit Freiheit auseinanderzusetzen. Da waren alle mal froh, dass sie wieder atmen konnten und wieder Frieden im Land war. Freiheitsgedanke kommt dann, wenn man wieder gestärkt ist. Nicht? Das war ja nach dem Krieg nicht, da waren ja alle geschwächt. There were many different interpretations about the purpose of the monument. It was often presumed that the monument commemorates the resistance against the Nazis and the end of the Second World War. This is why the governor of Styria added a plate in 2007, stating that the monument was never dedicated to the Austrian resistance fight and the victims against the National Socialism, but Austria's liberation from the occupying forces. Also erstens, es ist halt jetzt nicht klar erkenntlich, dieses Monument, was es gleich repräsentieren soll. Und ich denke, wenn es eine Befreiung ist, dann ist es doch eher eine Befreiung von dem Nationalsozialismus als von dann die Unabhängigkeit von der Besatzungsgruppe. Okay. Ich bin auch nicht sicher, weil ich gehört habe, dass es ja nicht gleich aufgestellt worden ist, sondern erst ein paar Jahre später. So habe ich es gehört. Ja? Das heißt, für mich wäre der Ansatz, wofür es jetzt mein Kollege, der Künstler, gemacht hat, also wofür er beauftragt worden ist, der Wolfgang Scala. Das wäre für mich der Ansatz. Weil dort ist sicher gesagt worden, du mach uns das bitte für das. Ich weiß es nämlich auch nicht. Oder mach's uns bitte für das, wenn das dann frei wird. Ja? Ich bin eindeutig dafür, dass es für den Zweiten Weltkrieg ist, also das stehen sollte. I wouldn't change anything. I think it's nice like it is. Also ich finde, es passt. Ich finde, es passt so, wie es ausschaut. Ich finde die Position da oben auf dem Hügel auch gut. Also ich finde, es passt. Okay. Ja. Put more eagle details in it. Man könnte das irgendwie deutlicher machen, dass es ein Käfig ist, aus dem der Adler eben rauskommt. Wenn das sozusagen der entscheidende Punkt ist an der Statue. Weil so sieht es eigentlich auch eher aus, wenn es da ein Käfig ist, dass er sich auf den Käfig draufsetzt und nicht, dass er rauskommt. Ich hätte nur die Farbe geändert. Weiß. Ich hätte die gemacht. Aber braun oder schwarz ist die jetzt. Weiß ist fast viel besser so für Freiheit. Weiß. I don't know
if we are allowed to change something. Ich würde es neu streichen. Okay. Rot.